So, wir befinden uns hier am Avana Point. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die maorische Bevölkerung. Denn hier sind die Maori das erste Mal an Land gegangen in Rarotonga auf den Cookinseln. 700 vor Christus ungefähr soll dies gewesen sein. Und laut Historikern kamen diese Maori aus Tahiti und Samoa, wohlgemerkt auf einem Kanu. Und das ist hier ein Denkmal, das erinnern soll an den Kanuausflug von hier, der viele, viele hundert Jahre später nach Neuseeland gestartet ist. Man sieht hier 7 so eine Steine mit Namen drauf. Und das sind die Namen der Kanus von den Maoris, die von hier nach Neuseeland gestartet sind. Mit den Wakas, den Kanus. Also um das ein bisschen bildhaft zu verkaufen oder bildlich zu verkaufen, das Ganze. Auf einem Kanu. Man fliegt von hier ungefähr 3,5 Stunden, würde ich sagen jetzt. 3,5. Nach Neuseeland tatsächlich mit dem Flugzeug. Also das muss eine enorme Tour gewesen sein, auf dem Kanu darüber zu fahren. Auch sehr gefährlich. Und hier vorne haben wir noch eine Holztafel. Da sind auch die Namen der Kanus verzeichnet, die wir eben gesehen haben. Insgesamt gibt es hier aber 9 Sterne. Hier zum Beispiel ist noch einer ohne Namen und hier auch. Und wahrscheinlich sind die damals mit 9 Kanus gestartet und es haben nur 7 geschafft. Ist jetzt auch nicht verwunderlich bei der Entfernung mit einem Kanu. Also schon krass, diese Vorstellung. Mitten im Ozean auf so einem kleinen Ding rumzupaddeln. Respekt. Und wie gesagt, für viele Neuseeländer ist hier auch ihr Ursprung. Deswegen reisen hier viele Neuseeländer hin und gucken sich das an. Das ist für diese Leute ein sehr, sehr wichtiger Fleck, weil hier haben sie irgendwie ihre Herkunft, weil die Maoris von hier gestartet sind, um Neuseeland zu besiedeln. Ja, das ist auch noch ein kleiner geschichtlicher Punkt, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Also wie gesagt, so viel gibt es hier einfach nicht auf dieser Insel. Hier umrandet eine Hauptstraße, die da vorne, diese Insel. Und das ist auch die einzige Hauptstraße. Dann gibt es noch so ein paar kleine Abzweigungen ins Innere, sage ich mal. Weil die Straße hier, die Hauptstraße, führt direkt am Strand links an der Küste. Und genau, es gibt auf dieser Insel keine einzige Ampel. Und nur 2 Kreisverkehre. Ansonsten fährt man hier einfach nur im Kreis. Ist alles entspannt hier. Und echt schön. Man hat hier seine Ruhe. Kaum Touristen. Wie gesagt, über 100.000 kommen hier pro Jahr an Touris. Ist jetzt nicht so viel und die meisten kommen tatsächlich aufgrund der Herkunft aus Neuseeland. Ja, genau. Da drüben haben wir noch eine Kirche, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich versuche es auch gar nicht erst. Ansonsten fahre ich jetzt noch zu den Black Rocks. Ist auch ein sehr wichtiger Punkt für die Einwohner hier, weil das für diese Leute einen spirituellen Hintergrund hat. Aber dazu bald mehr. So wie versprochen sind wir hier bei den Black Rocks. Das sind Gesteine vulkanischen Ursprungs. Und ich
komme ich hier runter. Das ist ein wichtiger Fleck für die Spirituellen dieser Insel, weil es heißt, dass die Verstorbenen genau an diesem Punkt die Insel verlassen. Ob das Ganze stimmt, weiß man natürlich nicht. Das hat sich auch mal dahingestellt. So ein seltenes Phänomen. Ein Flugzeug landet. Viele landen hier nicht. Wie gesagt, der Sage nach sollen hier die Toten die Insel verlassen. So, hier soll auch ein ziemlich geiler Schnorchelspot sein. Das werde ich auch gleich erstmal ausprobieren. Keine Ahnung, was das Kind hier auf Maorisch sagt, aber ich gehe hier auch mal rauf. Sieht schon nett aus. Im ganzen Weiß und Türkis. Hier ein bisschen Blackstone. Die posieren da oben erstmal für ein Foto. Fürs Familienjahrbuch. Ja. Genau, das ist wie gesagt auch noch ein wichtiger Punkt für die Einwohner der Insel hier. Das habe ich euch hiermit gezeigt. Ich werde jetzt erstmal ins kühle Nass springen, ein bisschen schnorcheln. So Freunde, wir starten mal zum Fußball. Heute ist Topspiel. Hier rennen gerade wieder ein paar Küken rum. Hier rennen die ganze Zeit Hühner rum auf dieser Insel. Und ich gehe jetzt mal zum Bus. Das ist unser Airbnb. Da ist alles dabei, was man braucht. Bin ja kein Fan von solchen 5-Sterne-Resorts, wo du von morgens bis abends betüdelt wirst. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich verpflege mich lieber selber, bin mein eigener Herr und ist auch günstiger, davon mal abgesehen. So, ich gehe jetzt hier zum Bus. Die haben hier so einen Public-Bus, der fährt einmal die Stunde, einmal im Uhrzeigersinn und einmal anti-clockwise. Und es gibt so grobe Abfahrtzeiten, deswegen gehe ich schon mal an die Straße. Aber man muss plus, minus 15 Minuten einkalkulieren. Weil die haben es ja nicht so genau. Ja, den Bus, den winkt man heran an der Straße, dann hält er an. Gibt keine richtigen Bushaltestellen in diesem Sinne. Man winkt heran. Eine Fahrt kostet 5 neuseeländische Dollar. Oder man holt sich eine Karte für 10 Fahrten für 35 neuseeländische Dollar. Und
Genau, hier ist die besagte Hauptstraße, wie ihr seht. Ist ja auch nicht so viel los. Ich gehe da vorne mal, das ist ein kleiner Parkplatz. Da warte ich dann mal auf den Bus und dann schauen wir mal. So, wir sind angekommen, wir sind hier am Hafen ausgestiegen. Jetzt suchen wir mal den Sportplatz. Auf den Bus habe ich 20 Minuten gewartet, vielleicht auch 25. Die Fahrt hat eine Viertelstunde gedauert. Und das hier ist die besagte 10er-Karte. Habe ich noch 4 Fahrten frei. Hier ist auch ein bisschen mehr Betrieb. Gucken wir mal, wo wir längs müssen. Noch ein bisschen Gegenlicht. Oh, schönes Panorama hier. Ja, dem Weg, dem folgen wir einfach mal und gucken. Rein theoretisch muss er da vorne sein. Da sehe ich doch schon was. Ich höre schon Stimmen und ein Huhn. Mal gucken. Na Diggi, alles gut? Oh, ein Fußballtor, eine Pfeife. Das hört sich doch schon mal gut an. Suchen wir mal den Eingang. Gucken, wo es hier längs geht. Das sieht ja alles nicht so einladend aus. So, da ist heute ein Topspiel der Männer. Avatio FC gegen Tupapa Maraerenga FC. Tupapa ist bereits letzte Woche schon Meister geworden und Avatio ist auch ein ziemlich guter Club. Wir gehen da mal rein und schauen uns das an. Im Moment ist hier noch Frauenfußball, aber danach fängt dann die erste Herren an. Auf der Anzeigetafel steht 12:26. Also keine Ahnung, ob das stimmt.
Aber das ist schon ein ganz schönes Geholze hier. Die Trainer sind sehr motiviert. Mal gucken, wie das gleich bei den ersten Herren wird. Der Rekordmeister ist in schwarz-weiß gekleidet, da war Theo in gelb-blau. Hier war wohl 2 Minuten Anpfiff und der Meister hat direkt schon das 1-0 gemacht. Aber Theo sieht auch sehr jung aus, das Team. Bei Tupapa sehen die schon sehr alt aus, würde ich sagen. Sind die meisten sicherlich schon 30. Auf jeden Fall ein sehr cooles Panorama hier mit den Bergen im Hintergrund. Hat schon was. Moin Freunde, wir sind hier auf den Cook Islands und machen den Cross-Track. Das ist einmal von der einen Seite der Insel auf die andere Seite der Insel. Das ist die einzige Aktivität, die man hier großartig machen kann. Auf dem Weg sind nur unzählige Mücken. Der Weg ist insgesamt 7 Kilometer lang und dauert schon ein paar Stunden. 5, 6, 7, vielleicht auch schneller, je nachdem wie schnell man hier durchrast. Und genau, wir gehen jetzt hier sozusagen zu Senidel. Das ist so eine Felsformation ganz oben, somit der höchste Punkt des Landes oder der Insel. Und bin sehr gespannt. Ich zeige euch mal ein paar Eindrücke hier beim Hike Track und dann schauen wir mal, wo die Reise endet. Überall Mücken, alles voll Mücken. Auch ein bisschen frischer als unten auf alle Fälle. Genau, aber es ist einfach eine richtig geile Natur hier. Zwischen den ganzen Bäumen. Alles so schön grün. Provisorisch hier so ein Weg reingeflext, reingefräst. Ja, das ist mal eine nette Abwechslung, als am Strand zu liegen und zu schnorcheln. Und das ist jetzt nicht so spannend wie meine anderen Ausflüge, aber es ist trotzdem sehr sehenswert. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal ein paar Videos, Short-Clips irgendwie, schneide die zusammen und zeige euch auch mal sowas, bevor da mal wieder so ein paar Ecken von der Welt zu sehen sind, wo sonst keiner hinfahren würde. Außer ich mit ein paar bekloppten Freunden, weil wir einfach offen sind für die Welt. Wir möchten alles mit eigenen Augen sehen, ganz egal, ob es gefährlich ist oder nicht. Aber ab und an muss auch mal sowas sein. Hier gibt es keine gefährlichen Tiere, soweit ich weiß, keine giftigen. Genau. Wir laufen hier einfach mal längs. Immer weiter, immer weiter. Schöne Ruhe. Man hört nur mein Gesabbel. Und meine Atmung vielleicht.
La 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 la. Eins mit der Natur. Ist schon geil. Irgendwie mag ich sowas. Mal so ein bisschen auf sich gestellt sein. Ruhe haben, keine Menschen. Um wieder was abgehakt zu haben. Oder abzuhaken, besser gesagt. Von der imaginären Bucketlist. Ja, ist schon ziemlich geil. Die ganze Insel ist schon ziemlich cool. Auf Rarotonga, der Hauptinsel von den Cook Islands, leben so roundabout 6000 Leute. Neuseeländische Dollar ist hier die Währung. Und es ist einfach traumhaft. Das Wasser ist traumhaft. Die Schnorchelspots sind traumhaft. Paradiesische Strände. Und kaum Leute fliegen hierher oder kennen dieses Land. Das müsst ihr auf alle Fälle mal ansteuern. Die Anreise aus Deutschland ist natürlich für den Arsch. Muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten ist es auch nicht viel teurer als in Deutschland hier. Tendenziell sogar vielleicht ein bisschen günstiger. Ergo ist der Flug das teuerste an der ganzen Reise. Wie gesagt, 15 Inseln gibt es von den Cookinseln insgesamt. Auf vielen Inseln wohnen aber gar keine Leute. 100, 200. Genau. Ich laufe dann erstmal weiter. Werde ab und zu noch mal was ranschneiden hier. Diese Steigung hier. Ich schwitze mir den Arsch ab. Ich schwitze mir den Arsch ab. Ich schwitze mir den Arsch ab. Ich muss noch mehr Cardio machen. Leute, macht mehr Cardio. Ach die Scheiße. Wappa. Oh Mann, ey. Überall Mücken, ey. Schon wieder ein paar Stiche abgegriffen hier. Alter. Jesus Maria. Immer weiter, nicht drüber nachdenken. Einfach laufen. Ja, im Internet heißt es immer, man braucht einen Guide. Aber mein Gott. Der Weg ist selbsterklärend. Ab und zu gibt es noch Pfeile an den Bäumen in Orange. Falls man nicht mehr weiter weiß. Aber ansonsten kann man hier auch alleine hochlaufen. Okay.
Ich schwitze leicht, wie man sieht. Wow. Immer weiter. Es geht immer weiter. Und die haben vom warmen Klamotten geredet. Da unten auf dem Schild. Das brauche ich nicht. Hat ein kleines Handtuch im Backpack. Irgendwie noch vom Strand. Das macht mehr Sinn, Freunde. Das macht mehr Sinn. Okay, irgendwer ist hier noch. Man hört 2 Stimmen. Keine Ahnung. Gucken, ob ich die Leute noch treffe. Die sind wohl schon oben. Ja, es streiten sich die Geister, von welcher Seite man anfangen soll. Ich bin jetzt von Norden gestartet. Ja. Diese geilen Pflanzen hier. Ganze Fahne, richtig stark. Richtig gut. Jetzt rufen sie nicht mehr. Jetzt habe ich sie verschreckt. Alter, jetzt läuft hier ein Huhn rum. Freunde, was passiert hier? Diggi, du bist falsch abgebogen, Diggi. Was macht der hier, Bruder? Diggi. Mach hier nicht auf dicken Max. Der ist auch schon wieder verrückt, läuft hier einfach ein Hühnchen rum. Also generell laufen hier ja viele Hühner rum auf dieser Insel. Das ist ein großer Bauernhof, aber hier oben sind ja schon irgendwie ein bisschen höher. Der hat aber einen langen Weg nach unten, der Kleine. Tut mir leid, dass ich so atme, aber hier hochlaufen und dabei reden ist nicht immer so einfach. Schon sehr geil. Absolut geil. Also wenn ihr mal hier seid, macht den Track. Der ist bis hierher schon echt sehenswert. Auch nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Ich bin ja durchaus fit. Aber ist schon geil. Lohnt sich auf alle Fälle, denke ich mal.
Wenn ich oben bin, kommt noch ein Video. Holy fuck. Holy fuck. Ich glaube, wir sind gleich da. Oh Mann, ey, Scheiße. Kurz innehalten. Ist das eine geile Aussicht hier. Hier haben wir uns eben hochgeschleppt. Da oben, da sieht man schon die Felsenkuppe. Sieht man die schon? Die liegt da oben. Das muss das da oben, glaube ich, sein. Ich weiß es nicht, ich war hier noch nie. Wir laufen auch einfach mal weiter. Let's go. Let's go. Let's go. So, das meiste haben wir schon geschafft. Ganz links haben wir gestartet. You are here. Bei dem rot-pinken Markierungsfleck. Zum Needle Lookout sind es noch 15 Minuten. Genau. Und dann geht es den Weg noch weiter bis zum Süden. Und dann ist man vom Norden nach Süden hier durchgelaufen. Viele machen auch von Süden nach Norden. Ich weiß nicht, was einfacher ist. Auf jeden Fall schwitze ich mir den Arsch ab. Ich habe mir schon das Handtuch auf den Kopf geklebt. Für etwas mehr Realismus. Ich sehe komplett beschissen aus. Aber das ist mir egal. Weil hier ist gefühlt kein Mensch. Kein Mensch. Ich schwitze so. Okay. Laufen wir mal weiter. Da ist er. Da kann man auch noch irgendwie nach oben kraxeln mit einer Kette oder einem Seil befestigt. Ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Mal schauen, wie weit. Oh fuck, are you serious? Okay, spannend. Ein falscher Tritt und das war's. Leute, erst Ketten, dann Seile. Ich weiß nicht, wie ich so filmen soll. Ich kann es ja mal versuchen. Wackelt vielleicht ein bisschen. Aber ansonsten ist gar nicht so einfach mit nur einer Hand und nur einem Leben. Scheiße. Auf jeden Fall ist es steiler als im Video wahrscheinlich das Ganze rüberkommt. Okay. Immer weiter. Okay, hier hört das Seil auf. Scheiße, und jetzt? Und jetzt? Ein bisschen ist noch, Freunde der Sonne. Alter, was mache ich hier eigentlich im Urlaub? Sheesh. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ist interessant. Come on. Bin ich zu blöd? Wo geht's denn hier weiter? Ich kann doch jetzt hier nicht in der Felswand nach oben krabbeln.
Ja. Ich glaube, vielleicht ist es das auch schon. Keine Ahnung. Habe ich was übersehen? Okay. Okay. Ja. Die Frage ist, geht's da überhaupt hoch? Wahrscheinlich nicht. Hier ist das Ende, Freunde. Hier ist das Ende. Ich schwitze mir noch den Arsch ab. Wart ihr. Wir haben es mal gemacht. Und ich glaube, ich bin oben, weil höher geht's nicht. Lacht mich aus, wenn ich hier was übersehe. Aber keine Ahnung, ich wüsste nicht was, ehrlich gesagt. Hier ist vorbei, aus die Maus. Trotzdem ist das eine mega krasse Aussicht, Leute. Geil. Ja, that's it. So, es geht wieder runter. Man muss aufpassen, die ganzen losen Steine hier machen den Weg zur Schlitterpartie. Eben noch ein paar aus Neuseeland getroffen. Die kennen natürlich solche Tracks. Ein Norddeutscher natürlich nicht. Beim Aussteigen ist mir tatsächlich die Hose gerissen. Freunde, die ist gerissen. Tja. Die kann wohl hier bleiben. Das war's. So, ich laufe jetzt den Weg wieder runter. Da oben waren wir, aber wie gesagt, man konnte nicht ganz nach oben. Da kommst du wirklich nur mit Bergsteigausrüstung nach oben. Musst du dich einhaken. Haben die Neuseeländer gesagt. Also höher kommt man tatsächlich nicht. Wusste ich nicht, habe mich aber auch nicht informiert im Vorwege. Ich gehe jetzt wie gesagt wieder runter. Und dann melde ich mich mal wieder vom Strand und der Stadt und zeige euch da noch mal ein paar kurze Eindrücke. Und dann sehen wir uns bald wieder in alter Frische auf Insta oder auf YouTube. Ich hoffe, euch gefällt das hier alles. Lasst doch ein Like da oder ein Abo. Ich würde mich freuen, weil in der nächsten Zeit kommt einiges. Im Januar bin ich noch irgendwie 4 Wochen in Australien. Und dann ganz große Pläne habe ich für 2026. Da will ich mehrere Monate frei nehmen. Und Diggi, was ist hier los, Diggi? Da will ich mehrere Monate, bleib ruhig. Da will ich mehrere Monate frei nehmen und dann in den Nahen Osten bereisen. Sofern sich das da mal langsam ein bisschen beruhigt mit dem Krieg. Aber da kommt dann sehr viel lustiger, interessanter und hoffentlich sehenswerter Content. Das entscheidet ihr. Also bis dahin, ich kämpfe mich jetzt runter.